Disclaimer: Dies ist eine beispielhafte und frei erfundene Fluchterfahrung. Hassan profitiert sehr von seiner Therapie und versteht sein Erleben und Verhalten immer besser. Er erzählt seinen FreundInnen in der Unterkunft davon, denen es ebenfalls nicht gut geht. Dabei entwickelt nicht jede Person, welche ein Trauma erlebt hat, eine posttraumatische Belastungsstörung, denn die Entstehung psychischer Erkrankung hängt von vielen Faktoren ab. Vereinfacht stellen wir uns den Menschen als Gefäß vor. Jedes Gefäß hat einen Boden und ist nach oben geöffnet. Dabei passt bei jedem Gefäß unterschiedlich viel hinein, denn jeder Mensch startet mit unterschiedlicher Grundanfälligkeit ins Leben. Damit sind nicht nur biologische Faktoren gemeint, sondern auch alle Erfahrungen, die wir in der Kindheit sammeln. Je ungünstiger die Kindheitserfahrungen sind, desto geringer ist das Fassungsvermögen. Deshalb entwickelt nicht jeder Mensch infolge schwerwiegender Schicksalsschläge eine psychische Erkrankung. Im Verlauf des Lebens füllt sich das Gefäß weiter mit unterschiedlichen belastenden und stressreichen Ereignissen, wie zum Beispiel mit Konflikten und Verlusten. Kriegs- und Fluchterfahrungen nehmen dabei besonders viel Raum ein. Hinzu kommen postmigratorische Stressoren wie unsicheres Asylverfahren und Diskriminierung, wobei allein diese Belastungen für die Entwicklung einer psychischen Erkrankung bereits ausreichend wären. Seit über 2 Wochen fühlt sich Hassans Freundin Nadine nur noch leer. Morgens kommt sie nicht mehr aus dem Bett und fühlt sich fast durchgängig niedergeschlagen und energielos. Dafür macht sie sich viele Vorwürfe, fühlt sich wertlos und zieht sich zunehmend zurück. Sie kann keine Freude mehr an alltäglichen Dingen finden und grübelt ständig. Sie zeigt einige typische Symptome einer Depression. Normalerweise können Schutzmechanismen wie zum Beispiel soziale Kontakte, Gebete, Hobbys und Problemlösefähigkeiten einen Ausgleich schaffen, wodurch wir uns belastenden Situationen anpassen und aktiv bleiben. In Fällen wie bei Nadine kann es passieren, dass diese Ressourcen wegfallen oder sie die Belastung nicht mehr auffangen können, sodass eine individuelle Grenze der psychischen Belastbarkeit erreicht wird. In dem Fall können sich neue psychische Erkrankungen bilden oder bestehende Erkrankungen verschlechtern, die mit Hilfe professioneller Unterstützung diagnostiziert und behandelt werden müssen. Da es sich bei der Flucht nicht um ein einzelnes, isoliertes Ereignis handelt, kann es zu mehreren psychischen Erkrankungen gleichzeitig kommen, vor allem wenn die Person unter mehrfacher, langanhaltender Traumatisierung und Menschenrechtsverletzungen während und nach der Flucht litten. Neben einer PTBS können nämlich nicht nur Depressionen oder Angststörungen bestehen, sondern auch andere psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel chronische Schmerzstörungen, Suchterkrankungen oder Schlafstörungen. Durch eine adäquate Behandlung können diese jedoch überwunden werden.